Fand ich gut. Nein, es war ein sehr, sehr spannendes Spiel und es war in der Vorbereitung auch eine riesen Herausforderung für mich. Also ich habe mich total gefreut auf das Viertelfinale, weil ich habe endlich gegen einen Spieler gespielt, wo ich klar der Außenseiter war. Ja. Und diese Rolle ist eigentlich immer angenehm. Ja. Und das war für mich eine extra Herausforderung. Ja. Und ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Ja, natürlich, ich musste etwas anderes machen. Ja, natürlich war die Situation eine sehr unangenehme für mich. Ja. Aber ich habe Wang Yijin natürlich das ganze Match über sehr intensiv beobachtet und auch seinen mentalen Status, und ich habe gesehen, dass er extremen Druck entweder von außen bekommt oder sich selber macht oder beides. Ja. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt vorbei ist, sondern ich habe immer gemerkt, hey, ein Punkt noch und dann vielleicht beginnt er an sich zu zweifeln. Ja. Also ich habe stetig gemerkt, dass diese Souveränität, die er in seinem technischen Können hat, ja, weit von dem entfernt ist von seiner mentalen Stabilität. Das heißt, das war mein Angriffspunkt, mein Anker, wo ich meine Chance gesehen habe. Ja. Und Gott sei Dank habe ich bei 6-10 neuartige Sachen probiert. Zum Beispiel speziell bei 6-10 bei meinem Service habe ich mich zum ersten Mal im ganzen Match mit sehr viel Unterschied serviert. Ja. Weil ich früher oft die Erfahrung gemacht habe, dass die chinesischen Spieler mit ihren asiatischen, klebrigen Oberflächen, ja, wenn ich versuche mein Bestes, sehr viel unter Rotation zu machen, und die vielleicht, wenn sie ihn falsch einschätzen, dann spielen sie ja Netzball. Ja, und das wäre nicht gut für mich in der Situation. Ja, und deswegen habe ich habe für mich entschieden, dass ich gegen die Asiaten, wenn die so einen klebrigen Vorhand oder Rückhand spielen, speziell Vorhand eigentlich spielen, dass ich nicht den Fehler wieder mache, dass ich sehr viel Rotation gebe und sie vielleicht überrascht sind, dass ein Europäer so viel Rotation geben, weil das konnte ich, und dann aber einen Glücksball haben, und das wollte ich nicht. Das wollte ich vermeiden, aber in der Situation habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was Neues machen, weil das, was ich bisher gemacht habe, hat mich eigentlich zu 6-10 gebracht, 2-3-6-10, okay, ich muss etwas ändern. Ja? Kann ich jetzt wieder das Gleiche machen? Und da habe ich zum ersten Mal mit sehr viel Rotation gespielt. Ja, und er hat direkt den Fehler gemacht. Das heißt, das hat mich auch bestätigt, dass er eigentlich einen Fehler, als er diesen Fehler gemacht hat, den er normalerweise ja nicht macht. Ja. Und dann gleich darauf folgend war mein eigenes Service bei 7-10. Und das ist eigentlich auch eine Geschichte wert. Ja. Da habe ich noch während dem Aufwerfen, eigentlich wollte ich dasselbe machen. Ja. Ich dachte, okay, jetzt habe ich einen Punkt gemacht, dann mache ich dasselbe. Ja, und habe mir gedacht, okay, ich gehe gleich hinein und warte auf einen Netzball oder so. Ja. Und dann habe ich aber während dem Service mich umentschieden. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist zu heikel, ja, das ist Wahrscheinlichkeit. Und noch während die Hand nach vorne gegangen ist, habe ich gesagt, okay, ich habe die Variante Oberschnitt zu machen, schnelles, okay, das Risiko, ja, aber ist besser, jetzt kannst du nichts mehr machen, Unterschnitt willst du nicht mehr machen. Und dann habe ich das ganz schnelle Service Richtung Rückhand gemacht, langes, schnelles Oberschnitt-Service, und habe gewusst, die Chinesen normalerweise in der Automatik, ja, der stellt sich um und spielt voll Vorhand Topspin Bombe, ja, und ich habe gewusst, du spielst in der Nervosität eigentlich immer das, was du am meisten trainiert hast, und am meisten trainiert man in die Vorhandseite. Ja. Dann bin ich automatisch hinausgehüpft in meine Vorhand, und er hat mir wirklich dorthin gespielt, ja, und ich konnte sehr gut zurück gegen Topspin spielen und konnte gleich den Punkt machen. Ja. Ich habe mir oft vorgestellt, okay, was wäre gewesen, wenn er mir das lange Service in die Rückhand abgezogen hätte. Jeder hätte dann wahrscheinlich gesagt, okay, Schlager, das war eine schlechte Entscheidung. Das, gegen ein
chinesischen Spieler ein langes Oberschnittservice, ja, in seiner Rückhand machst. Ja. Aber so ist es. Man weiß dann immer erst im Nachhinein, ob eine Taktik funktioniert hat oder nicht. Und in dem Fall hat sie funktioniert. Ja, es war gegen Kong In-hui war es eine ähnliche Situation, weil er hatte bei 11:10 für ihn Matchball. Und als er seinen ersten Matchball hatte, hat er eine Unterbrechung gemacht und hat sich beschwert, dass auf seiner Fußbodenseite irgendein nasser Fleck ist. Ja. Und das hat mir das Signal gegeben, okay, also eigentlich er hat so Angst vor diesem Matchball jetzt. Pause, weil er damit nicht umgehen kann, weil es einfach zu viel Stress ist für ihn. Ja. Dass er jetzt endlich als letzte Bastion quasi China verteidigen kann, ja, dass sie noch die goldene machen können. Ja. Das heißt, er war so nervös, ja, er war so verkrampft, dass er den Ball falsch getroffen hat. Das heißt, und jetzt bin ich in den Tisch hineingegangen, habe gesehen, jetzt hat er wieder Kante getroffen, Kante, ja, Kante ist gut. Kante ist normalerweise weniger Schnitt. Er war höher als normal, fast doppelt so hoch. Ja. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, gleich abzuschlagen, gleich aggressiv zu flippen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, muss eigentlich, wie bei Chinesen üblich, sehr viel Unterschnitt sein, ja, einfach Schlägerwinkel auf und habe dann einfach gepokert. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, sehr viel Unterschnitt und habe den Schläger aufgemacht und abgeflippt. Und Gott sei Dank war sehr viel Unterschnitt drin. Ja. Man stellt sich nur vor, der Aufschlag wäre schnittlos gewesen. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich über ihn drüber geflippt. Ja. Und das ist auch wieder so Sachen, wo man einfach sagen muss, lieben Dank nach oben, ja, an eine höhere Macht, ja, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Grundsätzlich zu dem Finalspiel kann ich sagen, dass ich mich gefreut habe, gegen Jose Hook zu spielen. Er war genauso ein Außenseiter wie ich, vielleicht noch mehr Außenseiter wie ich, weil er eine schlechtere Weltranglistenposition hatte zu der Zeit. Und ich quasi wieder der Favorit war. Und er ein Spielsystem hatte, das mir sehr gelegen kam. Warum? Weil einer meiner Nationalteamkollegen, Chen Weixing, ein sehr ähnliches Spiel hatte, dieses offensive, moderne Verteidigungsspiel, ja, wo man eigentlich nur auf der Rückhandseite richtig verteidigt und vorhin sehr aggressiv gegen Doppel spielt und eigentlich genauso gut aggressiv spielen kann, wie verteidigen kann. Und damals gab es von dieser modernen Verteidigungsspielerart nicht viele Spieler, die das auf wirklich sehr hohem Level spielen konnten. Und daher hatte ich schon einen Vorteil, oder dachte ich mir, dass ich eigentlich einen guten Vorteil habe und ich meine Erfahrungen, die ich eben im Training jeden Tag mit Chen Weixing machen konnte, dass ich die sehr gut umsetzen kann. Ja. Und es war dann auch wirklich so, dass ich davon sehr profitiert habe.
Das heißt, dieses Erlebnis war emotional so extrem, dass ich ein Blackout hatte. Das heißt, wenn ich mir die Videos anschaue, dann sehe ich einen Schlager, der die Schläger Hände in die Höhe reißt, ja, und dann den Schläger fallen lässt und dann weiß ich nichts mehr. Ja, und dann bin ich am Boden aufgewacht irgendwie, ja, als ich am Boden lag, ja, und alles dazwischen weiß ich nicht mehr. Und das habe ich dann erst gesehen, dann nachher, und ich habe mir gedacht, Butterfly ist vielleicht böse auf mich, weil ich den Schläger fallen lasse, weil das macht man eigentlich nicht. Ja. Also das war eigentlich so meine Sorge. Ja. Gute Frage. Nein, mit 30 fühlt man sich noch nicht alt. also ich habe mich mit 30 noch nicht alt gefühlt und keinen Nachteil gefühlt. Natürlich sagt man, okay, Peak körperlicher Leistungsfähigkeit ist vielleicht mit Mitte 20 und nicht mit 30. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Tischtennis ein bisschen unfair ist in der Art und Weise oder in der Art, weil man vielleicht in dem Alter, wo man körperlich am fittesten ist, noch vielleicht geistig noch nicht die Reife besitzt, die eigene Spielerpersönlichkeit gut zu verstehen und auch die Fähigkeit leider noch nicht besitzt, die eigene Spielerpersönlichkeit, die Vorteile und Nachteile der eigenen Spielerpersönlichkeit gut einzusetzen. Das heißt, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass man, je älter man wird, und so war es bei mir ja auch. Ich habe bis Anfang 40 noch halbwegs gut vorne mithalten können. Ja? Und das war nur deswegen, weil ich mit dem Grundverständnis und Spielwitz meine körperlichen Defizite ausgleichen konnte. Natürlich ist es dann nicht mehr möglich, die Gesamtperformance stetig zu erhöhen. Ja, das geht nicht mehr. Aber man kann ein sehr gutes Niveau ziemlich gut halten, eben aufgrund der Erfahrung, die man schon besitzt. Ich denke, dass einer der wichtigsten Faktoren war meine Entwicklung zur Selbstreflexion. Selbstreflexion in dem Sinn, dass man die Fähigkeit entwickelt, sich selbst zu beobachten und an seiner eigenen Technik zu arbeiten, in dem Sinn, dass man sie verbessert. Ja? Und erst das hat mich wirklich weitergebracht. Das heißt, diese Hölle durchschreiten, dass man sich mit dem Aspekt der Spielerpersönlichkeit auseinandersetzt, vor der man sich immer sträubt, ja, die man eigentlich nicht machen will. Ja. Man will sich nicht beobachten, wenn man verliert. Ja, das Ego will das absolut nicht. Das Ego will immer nur die Matches anschauen, wo man gewinnt. Ja. Aber da kann man eigentlich wenig über sich selbst Neues erfahren und kann eigentlich schlecht die Spielerpersönlichkeit weiterentwickeln. Ich denke, dass in erster Linie meine Service-Variation sehr viele Möglichkeiten immer noch birgt, um Punkte zu machen. Ziemlich leicht und direkt Punkte zu machen. Durch diese Standardisierung im Return, jetzt diese Chiquita, was du vorher gesagt hast, ja, möchte man nicht unbedingt, oder geht es immer mehr weg, dass man weniger Erfahrung hat mit Kurz-Kurz-Spielen und so weiter, oder überhaupt mit auch der Positionierung von den kurzen Service, wo man deswegen gleich komplett das kurze Service irgendwie weglässt, ja, und gleich mit Oberschnitt halblang oder vielleicht schneller serviert und nachher eben auf den offensiven Ball dann gleich wieder offensiv drüber geht, ja, was man früher versucht hat zu vermeiden. Ja, man wollte eigentlich immer der Erste sein, der offensiv beginnt, ja, und jetzt ist es quasi egal, man lässt den anderen offensiv beginnen und spielt dann Kontraspin, ja, und übernimmt dann quasi, ja, die Rolle, was eine Meisterleistung an sich schon ist. Ja. Und ich denke, dass trotzdem in dem unter Anführungszeichen alten Spiel eben doch sehr viel Potenzial drin steckt,
weil alles, was gerade nicht viel gespielt wird, birgt wieder das Potenzial, dass viele Leute die Antwort darauf eben nicht parat haben. Ja? Ich denke, dass es noch körperlich intensiver wird, das Tischtennis. Das heißt, es wird in dieselbe Richtung weitergehen, es wird noch mehr Rallyes geben. Ich hoffe aber sehr, dass es eben mein geliebter Tischtennissport wieder positive Impulse bekommt von sehr kreativen Leuten. Ja. Ob es jetzt eben von jungen Spielern sind aus dem jetzigen jungen Nachwuchs oder eben aufgrund von Regeländerungen, die vielleicht neue Felder aufmachen. Hallo Fans, vielen lieben Dank, dass ihr mich über viele, viele Jahre begleitet habt und habt weiterhin viel Spaß mit Tischtennis.